Ja, mein Name ist Stefan Debener. Ich bin Professor für Psychologie am Department für Psychologie und außerdem bin ich noch wissenschaftlicher Berater am Fraunhofer IDNT und berate die Gruppe Mobile Neurotechnologie. Also mobile Neurotechnologie sind Verfahren, die es uns erlauben, in alltagsnahen Situationen Gehirnaktivität zu messen. Und dazu brauchen wir halt Technologie, die auch möglichst gut akzeptiert wird. Wir machen das in aller Regel mit der Elektroenzephalographie, also der Messung hirnelektrischer Aktivität. Das ist rein technisch eine Spannungsmessung, also eine Technik des Zuhörens, wenn man so möchte, elektrisch betrachtet. Und dafür brauchen wir Sensoren, die wir dann an der Kopfhaut an verschiedenen Positionen anbringen, um so mitzuverfolgen, was das Gehirn denn gerade so macht. Also es gibt verschiedene interessante Felder. Einerseits solche, die medizinisch relevant sind, andere, die mehr im Bereich der assistiven Technologien interessant sind. Ein wichtiges medizinisches Thema ist etwa die Epilepsiediagnostik. Deswegen ist eine Motivation, mobile Neurotechnologie zu entwickeln, ein ordentliches Anfallsmonitoring zu haben. Also wenn man sich vorstellen würde, eine Technologie, die die ganze Zeit Gehirnaktivität mit aufzeichnet, dann könnten wir relativ genau feststellen, wie viele Anfälle, zum Beispiel bei welcher Medikation oder bei welchen privaten Umständen, sozialen Umständen und so weiter, denn vorliegen. Und das wäre dann wichtige Information, die helfen könnte, etwa eine Medikation ordentlich einzustellen. Es gibt hier zwei wichtige Voraussetzungen, zwei Herausforderungen, die wir unbedingt lösen mussten. Das eine ist die Signalaufnahme. Hier brauchen wir eine Sensortechnologie, die akzeptiert wird und die alltagstauglich ist, die auch nicht irgendwie komisch aussieht, also keine Kappe auf dem Kopf, sondern vielleicht sowas wie ein kleiner Sensorstreifen, der ähnlich einem transparenten Pflaster um das Ohr herum angelegt wird. Das ist ein Thema, an dem wir arbeiten, denn wir brauchen ja auch eine Signalqualität, die über viele Stunden gut ist. Und das zweite wichtige Thema sind die sogenannten Artefakte, Störsignale, die das Signal schlecht machen. Und bei dem EEG-Signal haben wir es zu tun mit Mikrovoltaktivität, also sehr kleine Signale, die sehr störanfällig sind, gerade auch durch Bewegung, Kopfbewegungen, Reden und so weiter. Das stört alles das Signal und deswegen brauchen wir auch hier Verfahren, die mit solchen Störsignalen gut umgehen können und das Gehirnsignal aus diesem verrauschten Signal extrahieren. Und daran arbeiten wir auch sehr stark, sowohl im Labor als auch in alltagsnahen Situationen auf der Straße etwa. Für mich als Wissenschaftler ist eigentlich nur wichtig, dass es vorwärts geht in die richtige Richtung und da bin ich fest davon überzeugt, dass wir gerade große Fortschritte machen.